Tief unter der Erdoberfläche steht die Zeit sozusagen still. In der Schweiz werden radioaktive Abfälle deshalb in geologischen Tiefenlagern entsorgt, in stabilen Gesteinsschichten in der Tiefe. Präziser ausgedrückt, im Opalinuston. Aufgrund seiner Beschaffenheit hat sich der Opalinuston hierzulande als das Gestein erwiesen, das sich am besten für Tiefenlager eignet. Dieses Tongestein ist vor rund 173 Millionen Jahren entstanden und enthält in den Poren sogar noch Wasser aus dem damaligen Meer. Für die weitere Untersuchung des Opalinustons und die Auswahl des sichersten Standortes für ein geologisches Tiefenlager führt die NAGRA unter anderem Tiefbohrungen durch. Sie vervollständigen das Bild des geologischen Untergrunds in den möglichen Standortgebieten. Es geht vor allem um Eigenschaften des Opalinustons und der direkt darüber und darunter liegenden Gesteinsschichten. Wichtige Fragen sind dabei zum Beispiel folgende: Wie sind die Gesteine aufgebaut? Und wie mächtig und wie dicht sind diese Gesteinsschichten? Diese Gesteinsschichten müssen möglichst wasserundurchlässig sein, damit die radioaktiven Stoffe aus den Abfällen sicher eingeschlossen bleiben. Um diese Gesteinseigenschaften mit Bohrungen bestimmen zu können, braucht es passende Plätze. Das heißt, geologische Untersuchungsziele bestimmen, wo die Bohrplätze ungefähr liegen müssen. Für die genaue Lage werden Raumplanung und Umweltschutz berücksichtigt. Dann wird eine Bewilligung beim Bund beantragt. Ist die Bewilligung erteilt, wird der Bohrplatz vorbereitet. Im Zentrum des Platzes wird das Betonfundament mit dem Bohrkeller gebaut. Darüber wird der Bohrturm errichtet. Um Bevölkerung und Umwelt möglichst wenig zu beeinträchtigen, werden verschiedene Maßnahmen getroffen. Der Bohrplatz wird versiegelt, um das Grundwasser zu schützen. Wo nötig, werden Lärmschutzwände gebaut und das Streulicht abgeschirmt. Der Bau eines Bohrplatzes beansprucht ca. 3 Monate. Eine Bohrung selbst dauert ein halbes bis dreiviertel Jahr. Während der Bohrung werden laufend Bohrkerne gewonnen. Sie werden untersucht und Gesteinsproben in externen Laboren analysiert. Direkt im Bohrloch werden ebenfalls verschiedene Messungen durchgeführt, zum Beispiel um den Tongehalt der Gesteine zu bestimmen. Auch die Wasserdurchlässigkeit der Gesteine wird im Bohrloch gemessen. Nach der Bohrung wird entweder das Bohrloch verfüllt und das Gelände rekultiviert, oder es wird ein Langzeitbeobachtungssystem eingebaut. Dieses System überwacht Druck und Temperatur des Grundwassers für bis zu 50 Jahre oder länger. Mit den Tiefbohrungen erreicht die Tiefenlagersuche für radioaktiven Abfall eine entscheidende Phase. Die Untersuchungen ermöglichen die wissenschaftlich begründete Wahl des sichersten Standorts für ein geologisches Tiefenlager. So bleiben die Abfälle tief im Untergrund sicher eingeschlossen, unbeeinflusst vom Zeitgeschehen an der Erdoberfläche.